Kennt ihr vielleicht für das Auto, gibt es da solche Servicehefte, wenn ihr also in die Werkstatt fahrt und lässt da Inspektion machen und so weiter, dann kann der Werkstattmitarbeiter dann in dem Heft was abstempeln und dann sammelt ihr die ganzen Sachen jahrelang und wenn ihr das Fahrzeug verkauft, dann habt ihr so ein Serviceheft, ne, und dann könnt ihr nachgucken, was da jetzt an dem Fahrzeug genau gemacht wurde, ne, als Nachweis und so weiter, dass das Fahrzeug gepflegt ist. Jetzt ist mir aber Folgendes eingefallen, warum gibt es sowas nicht fürs Detailing? Ich habe mal alles durchgewühlt, durchgeguckt und so weiter, gibt es nicht und ihr wisst, das triggert mich dann sofort, wenn es irgendwas nicht gibt, was mir so einfällt, dann mache ich das halt selbst. Ne? So auch in diesem Fall was ganz Neues, Detailing Service Heft. Ne? Ich habe diese Servicehefte entworfen und dann haben wir das gemacht. Und zwar folgendes, so ein Detailing Service Heft ist für ein Fahrzeug gedacht und zwar ja primär gerichtet an die Gewerbetreibende, die zum Beispiel beim Aufbereiten das Ganze halt an den Kunden aushändigen oder an die Enthusiasten, die Fahrzeug selbst pflegen. So, auf der ersten Seite schöner Spruch hier von Walter Röll mit dem Auto, das kennt wahrscheinlich jeder schon. Und hier könnt ihr die Daten von einem Fahrzeug eintragen, damit das Ganze halt für ein Fahrzeug fest ist. So, jetzt sind hier noch ein paar Markierungen da. Und zwar, wenn ihr einen Aufkleber habt, wenn ihr eine Aufbereitung habt oder ein Detailing-Studio habt und einen Aufkleber habt, dann könnt ihr das Ganze hier überkleben und dann steht hier eure Werbung, halt wo das gemacht ist oder von wem das Ganze ausgegeben wurde. Oder wir haben solche durchsichtigen Hüllen für Visitenkarten. Man kann also das Ganze kann man optional mit dazu bestellen und dann könnt ihr das Ganze hier einkleben und dann könnt ihr eine Visitenkarte hier seitlich reinschieben bzw. dann ersetzen oder sonst irgendwas, sonstige Geschichten halt machen. Also gibt es als Option. So, das ist jetzt zum Fahrzeug. So, und dann passiert Folgendes, also ihr macht das Fahrzeug dann fertig, also das Ganze ist ziemlich dick, also schon qualitativ sehr hochwertig, ne? Also sehr dickes Papier, so dass das Ganze sich auch sehr gut anfühlt in der Hand. So, und dann passiert Folgendes, nachdem ihr das Fahrzeug selbst aufbereitet habt oder für den Kunden das Fahrzeug aufbereitet habt, werden die Sachen hier in dem Serviceheft eingetragen. Und zwar, um das Ganze festzuhalten, natürlich den Kilometerstand und das Datum eintragen oben. Dann wisst ihr nämlich hier, Detailing 1, das ist zum ersten Mal war das Fahrzeug da und dann habt ihr Kilometerstand, Datum sofort da und dann geht es los mit Lackoberflächen, Felgen, Glas und so weiter. Hier könnt ihr dann das Produkt eintragen, was verwendet wurde für die Versiegelung und als Zusatz, dann schreibt ihr da irgendwelche zusätzlichen Sachen, wie zum Beispiel 2 Schichten, 3 Schichten und so weiter, was noch zusätzlich als Information zu dem Produkt kommen muss. Ne? Also hier Leder, Cabrio verdeckt, das geht dann halt weiter mit Folierung und dann könnt ihr zum Beispiel schreiben, wurde das Fahrzeug foliert oder wurde die Folierung zum Beispiel beschichtet mit irgendeinem Produkt. Dann ist hier ein Feld sonstige Anwendungen. Hier könnt ihr also sonstige Geschichten eintragen, wie zum Beispiel 3 Stufen poliert oder Dry Ice Behandlung oder zum Beispiel Ozonbehandlung für das Fahrzeug. Oder wenn ihr hier zum Beispiel so Keramikversiegelung verwendet habt, dann könnt ihr diese Sticker hier einkleben, was richtig auch geil aussieht dann. Ne? Oder das Ganze hier komplett überkleben mit irgendeinem Sticker aus der Packung von der Keramikversiegelung, weil nicht viele wollen nicht, dass das Ganze halt im Fahrzeug irgendwo dran geklebt wird. So kann man halt hier das Ganze hier ausnutzen und hier reinkleben. Das sieht natürlich richtig geil aus mit diesen ganzen Hologrammaufklebern. So, und dann gibt es hier noch ein Feld für die Unterschrift und für den Stempel. Ne? Dann stempelt ihr das Ganze ab und dann übergibt ihr dieses Heft dem Kunden und der Kunde, wenn er das Fahrzeug abholt, macht das Ding auf und das sieht dann richtig schick aus. Ne? Und das Ganze kann man dann wiederholen, wenn er das 2. Mal, das 3. Mal und so weiter dann kommt. Ne? Bis zu 11 Mal kann man das machen. Dann ist das Heft voll. Also wenn er jetzt einmal im Jahr kommt, dann reicht so ein Heft für ein Fahrzeug für ganze 11 Jahre. Ne? Und gibt dann halt als Nachweis, dass das wirklich richtig komplett gepflegt wurde. Und zum Schluss gibt es noch Notizen, wenn ihr da irgendwie was reinschreiben wollt, zum Beispiel Motorhaube, keine Ahnung, ist schon bei 60 μ oder irgendwelche Hinweise, die noch irgendwo eingetragen werden müssen. Ne? So, das ist das ganze Heft. Ne? Und das Ganze gibt es in Schwarz und das Ganze gibt es auch in Weiß. Also wer es jetzt heller mag, kann in Weiß das Ganze haben und wer es dunkler mag, kann das Ganze in Schwarz haben. Was hat das Ding für einen Vorteil? Insgesamt ist das erstmal natürlich für die gewerblichen Kunden. Ne? Ich habe das jetzt angelegt als 10er-Pack. Ne? Könnt ihr dann auswählen, ob ihr nur einen bestellen wollt. Ne? Ich wollte das erstmal nur machen mit 10er-Packs. Aber dann habe ich mit einigen gesprochen, die haben gesagt, ey, ich will das Ding auch einzeln haben, also für privat, ne, und so weiter. Dann habe ich gesagt, okay, dann schalten wir das andersrum, dann machen wir auch Einzelhefte und dann die 10er-Packs. In 10er-Packs könnt ihr das Ganze zum Beispiel für euer Detailing-Studio bestellen
und dann quasi an den Kunden ausgeben. Ja? Das hat natürlich eine extreme Aufwertung für eure Arbeit. Ne? Ob ihr jetzt das Ganze nebenberuflich macht oder hauptberuflich, ist das mal völlig egal. Denn wenn ein Kunde das Fahrzeug bei euch abgibt und natürlich auch entsprechend auch bezahlt, das Fahrzeug, dann möchte er das Ganze natürlich auch was davon haben. Ne? Der sieht natürlich, das Fahrzeug ist wirklich super geil gemacht, aber wenn ihr dem Kunden an so ein Detailing Serviceheft übergibt mit den ganzen Protokollierungen, mit den ganzen Sachen hier, was da genau gemacht wurde mit Stempel und so weiter, dann kann er das Ganze ins Auto legen oder bei sich in den Unterlagen und dann hat er irgendwas zum Anfassen. Also das macht das Ganze extrem hochwertiger. Ne? Und das werden wir hier bei uns auch machen, also bei uns in der Aufbereitung, dass jeder Kunde ein Detailing-Serviceheft bekommt, ne? Dann hat er was in der Hand. Ne? Das kennt er auch von dem Serviceheft von der Werkstatt. So, und für den Kunden hat das den Vorteil, dass er das im Auto hat und wenn er regelmäßig das Fahrzeug gepflegt hat und das Fahrzeug eventuell später verkauft, dann kann er sagen, ey, das Fahrzeug wurde professionell gepflegt in einem Detailing-Studio, hier ist der Nachweis. Und dann habt ihr hier die ganzen Sachen, die da gemacht wurden bei dem Fahrzeug. Ne? Also es macht entsprechend einen wertigen Eindruck für das Fahrzeug an sich und kann natürlich dann auch entsprechend besser verkauft werden. Zudem kommt das Heft an den neuen Besitzer. Der neue Besitzer, wenn er damit sich noch nicht mal auskennt, dann guckt er erstmal nach und dann guckt sich, hey, was ist das? Keramikbeschichtung und so weiter. Wenn er davon nichts gehört hat, dann wird er was machen? Vorne auf die erste Seite gehen, eure Daten sehen von dem Detailing-Studio, wird bei euch anrufen und sagen, hör mal, ich habe das Fahrzeug übernommen, das hast du jahrelang gepflegt, es ist jetzt wieder ein Jahr vorbei, ich möchte gerne das Fahrzeug abgeben und so bekommt ihr natürlich auch neue Kunden dann, ne? Die ihr dann für euch begeistern könnt. Für die Leute, die zum Beispiel das Ganze privat kaufen, also Einzelheft kaufen für sich selbst und das Ganze selbst machen, hat das natürlich auch denselben Vorteil, dass das Ganze irgendwie protokolliert wird, also von sich selbst natürlich, dann klar, aber man weiß zum Beispiel auch dann ganz genau, wann habe ich wirklich was genau gemacht, ne, weil das hier eingetragen ist. Also ich kenne das von mir, ich habe ja ein Fahrzeug, wo ich jetzt alles Mögliche dran teste und so weiter. Nach 2 Wochen weiß ich nichts mehr, wo links auf der Felge, was da für eine Keramikversiegelung war, was für eine Gummipflege oder sonst irgendwas. Ich muss mir das ständig aufschreiben und so geht das auch vielen anderen. Und mit so einem Serviceheft, dann könnt ihr zum Beispiel auch für euch selbst dann eintragen, okay, ich habe das gewachst, ne, mit, keine Ahnung, mit dem Wachs, ne, und habe dann dementsprechend das Ganze notiert, was für ein Kilometerstand und so weiter. Und wenn das Ganze nicht funktioniert hat, dann weiß ich, okay, kann auch mal gucken, vor einem halben Jahr oder so, wann war das gewesen und so, dann weiß ich über die Standzeit und so weiter. Ein weiterer Vorteil ist natürlich auch, wenn jetzt jemand sagt, mein Fahrzeug wurde gepflegt, ne, beim professionell aufbereitet und so weiter, dann ist das ja auch ein Unterschied, wo wurde das gemacht, ja? Habe ich das Ganze für 50 € an der Ecke gemacht, ne, oder habe ich das Ganze wirklich in einem Detailing-Studio gemacht? Und hier kann man das Ganze belegen quasi, ne, und man kann das Ganze vorne auch gucken, wenn ihr die Daten da eingeklebt habt von euch, was ist das überhaupt für ein Detailing-Studio, ne? Ist der Unterschied, ob ich jetzt, machen wir mal Werbung für Philipp, ob ich jetzt zum Beispiel Full Detail Dresden das Ganze aufbereiten lasse, ne, oder halt um die Ecke für 50 €. Ne? Könnt ihr mal gucken, was da für Fahrzeuge gemacht werden und so weiter. Und das Ganze wertet das Fahrzeug an sich natürlich extrem auf. Des Weiteren dient das Ganze auch nicht nur Werbung für euch, für das Studio und so weiter, für die Aufwertung, sondern auch eventuell für Reklamationen, für die Leute, die zum Beispiel keine Kundendaten pflegen bei sich. Ne? Also wenn jetzt jemand, sage ich mal, ich habe einen Kunden da, habe das Ganze mit einer Keramik beschichtet, der Kunde fährt jetzt nach Hause, kommt nach 3 Monaten wieder und sagt, du, vorne perlt nichts mehr ab, da ist nichts mehr drauf und so weiter, Reklamation. Dann gucke ich in das Heft nach, was steht da für ein Kilometerstand, Datum, wann er da gewesen ist, was für ein Kilometerstand, stelle ich fest, der ist jetzt 100.000 gefahren in den 3 Monaten. Ne? So, und dann kann man das Ganze halt, die Reklamation auch anders bearbeiten für euch. Ne? So, und das Ganze ist natürlich extrem günstig, weil ihr braucht ja nicht für jede Aufbereitung ein neues Heft, sondern wenn ihr das Ganze dem Kunden ausgehändigt habt, ist das ja pro Auto so ein Heft und pro 11 Aufbereitungen. Frag mich nicht, warum ich jetzt 11 Aufbereitungen da gemacht habe. Ist so, ne? Also 11 Aufbereitungen, nach 11 ist das Heft voll und dann kommt ein neues halt. Ne? Das sind aber 11 Jahre, wenn ihr einmal im Jahr richtig was macht, ne? Beschichtet und so weiter.
dann sind das ja 11 Jahre, bei manchen alle 2 Jahre, also passt schon dicke. Ne? Auch für Oldtimer übrigens richtig geil, weil Oldtimer haben ja auch alles mögliche dokumentiert mit Gutachten und so weiter. Und wenn so ein Oldtimer-Fahrzeug auch so ein Detailing-Service-Heft hat, dann ist das auch ein Vorteil, wo man gucken kann, wer hat das denn gemacht und so weiter, was wurde da alles gemacht, alles so schön dokumentiert. Mich würde jetzt eure Meinung interessieren, wie findet ihr das Ganze? Natürlich das Ganze freigeschaltet, unten könnt ihr das Ganze nochmal angucken, anklicken, kaufen, bestellen und so weiter. Wenn ihr Fragen habt oder Ideen habt oder wenn ihr irgendwas habt, was hier noch nicht im Heft drin ist, dann schreibt es unten in die Kommentare. Mal gucken, vielleicht verändert sich das Ganze im Laufe der Zeit und so weiter. Vielen, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Bis demnächst.